Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und heute möchte ich euch mal ein neues Spiel vorstellen und zwar heißt das Backpack Battles. Ja, ich bin darauf aufmerksam geworden, weil mir das auf Twitch mal vorgeschlagen worden ist. Dann hatte ich da ein bisschen reingeschaut und habe jetzt für mich selbst 2 Runden mal gespielt, einmal unranked, einmal ranked. Das Game könnt ihr kostenlos als Demo-Version auf Steam downloaden, also es kann jeder von euch einfach so zocken. Und es macht auf jeden Fall ziemlich süchtig. Es hat eine hohe Skillkurve, also man kann viel in dem Game lernen. Ich selbst bin noch übelst der Anfänger, weil wie gesagt, ich habe erst 2 Runden gespielt, mehr noch nicht. Aber ich finde das Prinzip von dem Game halt sehr nice und mich hat das auch an viele Parallelen so erinnert, an Shakes and Fidget so ein bisschen, alleine von der Aufmachung her, von dem Design und halt auch von diesem Prinzip. Wir gehen jetzt mal gleich rein, wir gehen auch direkt in Ranked rein, würde ich sagen. Dass man ja, sich Sachen quasi kaufen kann, in seinem Inventar das ausrüsten kann. Das ist dann sozusagen hier der Backpack, deswegen das Game heißt halt Backpack Battles so, ne? Und man kauft sich jede Runde halt Gegenstände, die einem hier im Shop so angeboten werden und diese Gegenstände haben halt bestimmte Attribute, so, ne? Ein Schild, da kannst du zum Beispiel 35% Chance auf Blocken, so, der Knoblauch, der gaint dir 3 Schild, 30% Chance, ne? Und da sind halt so viele Sachen dabei und man kann halt die Items, das ist halt der Trick an der Sache, die synergieren alle so mehr oder weniger miteinander, ne? Man kann hier zum Beispiel auch die Sachen so drehen und dann können die miteinander synergieren. Das ist halt der Rucksack hier, den kann man dann halt so beliebig hin und her schieben, wenn der halt leer ist so, ne? Den kann man halt auch hier, wie gesagt, leeren und dann kann man den Rucksack selbst hier auch so anordnen und bewegen und das ermöglicht halt sehr viele Sachen zum, also es kann sehr komplex werden und man kann sehr viele Sachen miteinander synergieren. Wir kaufen jetzt zum Beispiel den Knoblauch und wenn wir den jetzt neben die Banane packen, dann sehen wir, dass wir hier zum Beispiel einen Effekt drauf haben. Hier triggert 10% faster for each star, so zum Beispiel, ne? Und genau, das ist dann halt eben so die Sache und das kann sehr komplex werden. Wie gesagt, mich erinnert das halt an Shakes and Fidget, weil man equipt sich, ja, man hat einen Rucksack, wo man die Sachen drin hat, mit denen man den halt kämpft. Und wenn ich euch zeige, wie die Kämpfe jetzt aussehen, dann werdet ihr sehen, oder sehen, was ich meine, warum mich das so an Shakes and Fidget erinnert, weil es halt ein, ja, wie sagt man dazu, ein Game ist, ein Autofighter. So, man geht in ein Battle rein und dann ja, spielt der Charakter für dich, du hast da keinen weiteren Einfluss mehr drauf, ne? Wir können zum Beispiel noch den Stein mitnehmen hier, Weapon Gains plus 1 Damage, das machen wir jetzt mal. Und wenn wir den jetzt zum Beispiel hier packen, bringt er nichts. Aber wenn wir den neben die Waffe packen, man muss halt so gucken, dass man die halt auch in die Richtung dreht, dass der halt auch was bringt. So, jetzt wenn wir noch einen zweiten Stein kriegen, dann können wir die Waffe zum Beispiel upgraden und so, ne? Sehr viele geile Sachen. Wir können mal rollen einmal, das geht auch. So, und da haben wir jetzt zum Beispiel hier zusätzlichen Lagerplatz. Den nehmen wir jetzt mal mit. Und den Stein hier, das ist der zweite, den können wir auf die Waffe tun, den können wir hier safen, ja, und das machen wir nämlich auch mal. Und dann würde ich sagen, starten wir mal das Battle und dann gucken wir mal einfach, wie das aussieht, ja. So, jetzt kämpfen wir gegen einen anderen, der auch so einen Backpack vorbereitet hat, der ein paar Sachen gekauft hatte. Hier sehen wir halt unser Leben, ne, das Leben vom Gegner. Wir haben Stamina, wenn das aufgebraucht ist, ja, dann können wir zum Beispiel einen Zug dann nicht angreifen. Wir regenerieren aber auch Stamina und die erste Runde haben wir jetzt zum Beispiel gewonnen. So, und ich finde es halt sehr nice. Das macht übel Spaß, das Game, und wollte ich euch auf jeden Fall auch mal zeigen. Und das ist halt eben so, ne, man kämpft Auto-Attacker-mäßig gegen den anderen Gegner, man hat keinen Einfluss drauf, man hat aber zwischen den Runden kann man halt eben sich so stark wie möglich verbessern. So, hier haben wir die Pokale, wenn wir die voll haben. Entschuldigung, wenn wir die voll haben, dann können wir das safen und dann können wir die Pokale mitnehmen und die Elo, wir spielen ja im Ranked jetzt gerade und dann können wir quasi ja, die safe Elo mitnehmen, aber es geht danach noch weiter, man hat dann noch so eine Death Rounds und da kann man dann, das ist so ein bisschen Gamble, auch entscheiden, ob man weiterspielen möchte oder nicht. Das sind unsere Leben, die wir haben, also wir können auch ein paar Runden verlieren, das heißt, wir können auch mal so Eco-Runden haben, wo wir
nicht viel auf Damage gehen, sondern halt eben auf Leben oder ja, irgendwas vorbereiten für eine Runde, so eine Eco-Round, ne? Und dann verlieren wir vielleicht ein Leben, aber sind dann halt eben sehr gut aufgestellt. So, wenn wir jetzt mal die Banane vielleicht hier hin tun und unseren Stein nehmen, dann packen wir den da hin und jetzt haben wir 2 von 2. Nächste Runde verschmelzen die und dann wird das hier so ein super Schwert. So, also wie gesagt, ich bin selbst noch übelst der Noob, aber ich will das irgendwie lernen. Mir macht das ziemlich Spaß, muss ich sagen. Ja. So, hier ist jetzt nichts dabei, was uns in erster Linie so hilft, deswegen rollen wir einmal. Den Knoblauch für 1 nehmen wir mit. Wir können auch das Schwein mitnehmen. Ich glaube, das machen wir auch mal, weil das gaint uns auch eine Goldmünze. Ist zum Anfang vielleicht nicht so verkehrt. So, die Banane hat jetzt schon Einfluss auf 2 Knoblauche hier. Das sehen wir an den Sternen. Und das Schwein packen wir mal da oben hin. Ja, und das ist jetzt hier unsere zweite Runde. Und ich würde mal sagen, wir gehen rein. Mal gucken. Er macht das Ähnliche wie wir. Ja, und mal schauen. Wir haben aber mehr Sustain auf jeden Fall durch den Knoblauch hier und unsere Bananen. Da kriegen wir ein bisschen Leben wieder, können ein bisschen ja, Rüstungsdecken, wie wir hier zum Beispiel sehen. Und das lässt uns hier Hochhaus gewinnen. So, und da haben wir schon den zweiten Pokal. Sehr schön. Das geht auch gut voran. Und da haben wir mehr Platz. Und da habt ihr eben gesehen, das Schwert wird jetzt zum Hero Sword. Und das ist halt eben durch diese 2 Steinchen, die wir da platziert haben, passiert. So, jetzt können wir mal schauen. Wir können eine weitere Waffe mitnehmen. Wir haben, hier ist unsere Stamina Usage, die ist relativ low gerade, also wir können noch eine weitere Waffe vielleicht mitnehmen. Wir schauen aber mal, was wir so bekommen. Ne, ist auch ein bisschen glücksbasiert natürlich, was man hier so kriegt und was man halt ja, nicht bekommt. Und mit den ganzen Anordnungen und sowas, da bin ich auch noch nicht so firm drin. Ne? Ich würde mal sagen, wir gehen mal auf ein bisschen Damage. Nehmen wir uns mal mit das Teil. Ob das ein Fehler war, weiß ich jetzt nicht. Das, wie gesagt, da kann ich jetzt noch nicht viel. Ne? Also ich bin da jetzt... Warte mal, das Schwein können wir, glaube ich, hier auch nehmen tun. Stimmt, dann haben wir hier... Okay, das bringt dann auch irgendwas hier. Increase Accuracy by 5%. Auf jeden Fall bringt das was, wenn das in direkter Linie zueinander ist hier. So viel ist mir auf jeden Fall schon mal klar. So, wir können eine Banane mitnehmen, wir können aber nochmal rollen. Okay, da haben wir ein Schild, das ist vielleicht auch nicht verkehrt, ich weiß nicht. Aber vielleicht nehmen wir auch die Blueberries mit hier. Das bringt hier zum Beispiel Gain 1 Wassertropfen. Ich glaube, das ist die Mana denn. If you have at least 10, gain 1% Luck instead. Können wir daneben tun. So, und dann profitieren wir hier ja auch von den beiden Sachen so, ne? Genau, so, mal schauen. Wir gehen mal rein in die nächste Runde, mal gucken, wie es aussieht. Ja, also ist ein Game, das möchte ich auf jeden Fall mal hier und da öfter mal spielen, so. Das macht mir auf jeden Fall Spaß. Vielleicht ist das auch was, dass das ganz cool ist zum Zuschauen, weil ich das Gefühl habe, da das relativ ähnlich ist zu Shakes and Fidget, ja, gefällt das vielleicht von euch den einen oder anderen auch. Das ist hier auch nichts Bezahltes oder keine irgendwie Kooperation. Die Werbung, die da auch rechts oben steht, die steht jetzt standardmäßig immer da. Also ist alles gut, also das hat nichts damit zu tun. Ich mache das Game einfach nur so aus Lust und Laune, weil ich da Bock drauf habe. So, genau. Ich muss mal gucken, ich weiß gar nicht, wenn wir jetzt hier noch so einen Stein mitnehmen, ob der dann nochmal so verschmelzen kann. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Das ist für mich dann jetzt halt auch so ein bisschen... Ja, können wir so ein bisschen ausprobieren, mal, wie das Ganze aussieht. So, warte mal, wenn wir den Knoblauch vielleicht da hinlegen. Warte mal, dann müssen wir die Banane... Jetzt profitieren beide Waffen davon. Das ist ganz gut, auf jeden Fall. Aber wir müssen irgendwie auch gucken, dass wir hier unsere Banane gut hinbekommen. Warte mal, vielleicht packen wir das mal weg und das packen wir nach oben. So, und die beiden Waffen hier so nebeneinander... So vielleicht. So. Und dann schauen wir mal, dass wir hier die Banane irgendwie... Ja, wir müssen zusehen, dass die hier am meisten Sterne irgendwie mitbekommen. So ist die, glaube ich, ganz gut platziert, würde ich mal behaupten. Und hier haben wir noch einen weiteren Backpack-Slot. Items inside trigger 10% faster. Das könnte man theoretisch... wir haben kein Gold mehr. Ach, das kostet 3. Könnte man auch mitnehmen. Wir rollen aber nochmal. Eine Karotte haben wir zum Beispiel. Cleans a random debuff if you have 5 luck. Okay. Ja, die Karotten sind, glaube ich, auch nicht verkehrt. Was haben wir hier? Gain 2 Health. Das safen wir uns mal.
Wir haben jetzt leider nur ein Gold. So, aber mal gucken, was wir hier in Zukunft noch so bekommen können. Ne? Also ich glaube, Angriff haben wir erstmal ganz gut durch diese 2 Steine, oder durch die 2 Waffen mit den Steinen. Wenn wir noch einen kriegen, müssen wir mal schauen, was passiert. Also ich bin da selbst noch so ein bisschen am Hin und Her experimentieren. Ich wollte euch aber auf die ersten Gehversuche, sag ich mal, so ein bisschen mitnehmen. Oh, der sustaint aber auch relativ viel Leben, aber es sieht ganz gut aus. Fatigue Damage setzt ein, wenn die Kämpfe zu lang gehen. Dann wird halt automatisch noch Leben abgezogen zusätzlich, damit die Kämpfe nicht allzu lange dauern. Okay. Das haben wir reserviert. Das nehmen wir auch mit. So. Zack. Ich weiß nicht, wo wir das am besten hinsetzen. Hier haben wir noch eine hohe Waffe. Wir haben jetzt Stamina Usage zum Beispiel Medium. Das könnten wir mitnehmen. Ich weiß nicht, bringt das was, wenn das hier drin ist? Keine Ahnung. Wir könnten das vielleicht so machen. Wir können das so anordnen, dass wir den dahin setzen und die Waffe dahin. Dann müsste die, glaube ich, schneller triggern, wenn ich mich jetzt nicht irre. Okay, dann rollen wir mal und gucken mal, was wir noch bekommen. Hier haben wir Boots. Die hatte ich auch noch nicht geholt. Health Drop below 70%. Gain ein Luck. Oh, so ein Pfeil nach oben und 8 Rüstung. Block. Okay, das hört sich erstmal gar nicht so verkehrt an. So eine Blueberry können wir auch vielleicht noch gleich mitnehmen. Aber ich glaube, den nehmen wir erstmal dafür mit. So, mal gucken, wie es aussieht. Nehmen wir so eine Blueberry hier? Ich weiß nicht. Also es gibt ganz, ganz viele, es gibt auch sehr viele verschiedene Builds und sowas, die man auch, das könnten wir auch hier rein tun vielleicht, aber mal gucken. Die man auch so mitnehmen kann oder die man sich so aufbauen kann. Also da gibt es verschiedene Meta-Sachen und sowas, also das ist schon sehr cool. Hier, der hat zum Beispiel diese Dagger, die habe ich auch gerne gespielt, weil die verbrauchen keine Stamina, so wie meine Waffen jetzt zum Beispiel. Das heißt, die kann man unendlich mitnehmen und da kann man auch zum Beispiel Poison, es gibt auch so Potions, da kann man Poison auf die Dagger machen. Dann sind die so vergiftet und machen dann zusätzlichen Poison-Tick-Damage auf den Gegner, das ist auch ganz cool. Aber es läuft im Moment echt ganz gut, muss ich sagen. Ja, wir haben noch keinen Lose und schon 5 Pokale jetzt, das ist ganz nice, 5 in Folge. Boom, da haben wir ein bisschen Geld. Oh, Ripsaw Blade, das ist eine Waffe, die soll momentan gerade Meta sein. Also die soll wohl sehr stark sein. Aber da haben wir ziemlich, also da könnten wir out of Stamina gehen, wenn wir die holen. Jo, müssen wir mal gucken, was ist das hier? Generate a low quality gemstone. Gemstones are offered in the shop. Ich glaube, das nehmen wir mal mit. Gemstones können wir, glaube ich, immer gut gebrauchen. Was bringt das hier? Increase the rarity of one item in the shop every time it refreshes. Könnte vielleicht auch gut sein. Ich weiß es nicht. Ja, aber wir nehmen sie mal mit. Ach, das ist auch nur ein Slot. Das ist okay. Das können wir machen. So, refreshen wir mal. Ist was dabei. Ah, hier, der Gubat, den habe ich auch noch nicht gespielt, Heal for 12, ja, also die haben auch so verschiedene Effekte und hier haben wir den Dagger, da sehen wir zum Beispiel hier 0% Stamina-Kost, also das können wir eigentlich auch uns reservieren, das ist eine coole Sache. Okay, hier haben wir einen Crystal und der bringt auch einen gewissen Effekt, den können wir nämlich auch mitnehmen, den reservieren wir uns mal für nächste Runde. So, mal schauen, wie es jetzt aussieht. Bot Andrew. Ja, mal gucken, ob das wirklich ein Bot ist. Keine Ahnung. Ich hätte noch ganz gern so einen zweiten Gemstone gehabt hier oben. Oh, das könnte jetzt unser erster Loose werden hier tatsächlich. Ja, der hat auch viel Schaden. Der hat sehr viel Schaden. Der geht auch nicht out of Stamina. Oh, okay, das ist quasi jetzt unser erster Loose gewesen. Und da seht ihr, jetzt haben wir ein Herzchen verloren. Ah, okay, da haben wir jetzt neuen Inventarplatz. Und schauen wir mal, dass wir den auch gut gefüllt bekommen hier. Bisschen Damage brauchen wir und hier haben wir einen Stone. 25% Chance to inflict. Okay. Den hätten wir uns auch noch mitnehmen können, da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Nehmen wir uns mal den mit. Rerollen wir mal. Was haben wir hier noch? Eine Genie-Lampe. Die könnte auch ganz gut sein eigentlich. Die reservieren wir uns auch. Die ist relativ nice. Die kann man so in Richtung Waffe drehen so. Und dann seht ihr ja auch, hat die ganz viele Effekte. Ist auch strong. So, nehmen wir mal den Dagger mit. Attacks 10% faster.
Da nehmen wir 2 bis 4, 1 bis 3. Ja, wir haben noch nicht so hohen Schaden hier tatsächlich. 2 bis 5, 2 bis 4. Ich würde sagen, wir packen das mal da drauf. Ja, und hier, ich weiß nicht. Packen wir mal auf den Decker. Ja, keine Ahnung. Ich habe auch noch nicht so einen richtigen Plan, was ich hier mache tatsächlich. Okay, die Blueberry nehmen wir mal einfach mit, weil, ja, jetzt, huch, achso, das kann man auch wieder so runternehmen, das ist ganz gut. Das wusste ich nicht. Brauchen wir auch so ein bisschen Sustain hier auf jeden Fall. So, mal schauen. Irgendwie könnten wir auch vielleicht ein bisschen mehr Gebrauch von den Blueberries machen hier. So. Ja, dann ist die Anordnung von der Banane nicht ganz so geil hier. Das ist nämlich manchmal so ein bisschen tricky. Wie macht man es am besten, ne? Das ist so das Ding. Oh ja, so triggern wir am meisten hier. Okay, gut. Ich glaube, so ist die Anordnung ganz gut. Hier haben wir jetzt hier alle Sterne, oder sehr viele Sterne auf jeden Fall um die Banane. Okay, was ist das für ein Bild? Den habe ich so auch noch nicht gesehen. Ja, mal schauen, wie es aussieht jetzt hier. Wir haben auf jeden Fall jetzt ein bisschen mehr Damage durch den Dagger auch. Sieht ganz gut aus. Er hat aber auch so eine Potions, die könnten nochmal backfiren. Ihr habt gesehen, der hat jetzt sehr viel Rüstung auf einmal durch die Potions halt bekommen. Aber das sollten wir trotzdem einigermaßen hinkriegen. Ja, das sieht gut aus. Sehr schön. Runde gewonnen. Nice. Und, jetzt haben wir so eine Legendary Items hier. Da kann man sich aussuchen. Da hat man so einen Piercing Arrow, macht mehr Schaden. Das ist so ein Life Binder, der gibt uns mehr Sustain auf jeden Fall. Und hier Pathfinder ist ganz gut für so eine Natur-Items. Also ist beides gut für diese Natur-Items. Also Natur-Items sind quasi so diese Lebensdinger hier. Und ich glaube, ich nehme mal das Teil. So, dann können wir uns immer noch das Ding hier mitnehmen. Und den richten wir jetzt mal in Richtung von dieser Waffe aus. So, dann ja, können wir auf jeden Fall mal gucken. Hier, so sieht das Ganze dann aus. Da müssen wir schauen. Da brauchen wir noch ein bisschen mehr Inventarplatz auf jeden Fall noch. Das wäre zum Beispiel Inventarplatz, dass das Ding hier gut viele Sterne bekommt hier irgendwie. Müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall rüsten wir das noch aus. Ja, wir brauchen mehr Inventarplatz dann, dass wir das so mittig legen können hier. Dass der gut profitiert davon. So ein Gemstone können wir noch raufknallen. Und das Ding... So. Können wir hier auch noch ausrüsten. Jo. Den Stein könnten wir theoretisch auch noch mitnehmen. Können wir den hier noch irgendwo raufpacken? Ne, 2 Steine gehen nicht. Okay, gut. Ah, wieder was dazugelernt. Alles klar. Dann machen wir das mal. Safen wir uns das Ding? Ja, safen wir mal. Achso, okay. Dann hat er abgebrochen. Okay, let's go. Weiter geht's. Oh, hier schlüpfen so eine Drachen raus. Ja, die können dann auch noch angreifen, denn wenn die geschlüpft sind. Die brauchen aber, glaube ich, eine Runde, bis die dann, ja, dann auch mal schlüpfen. Ja, also es braucht ein bisschen. Was wir brauchen, ist jetzt auf jeden Fall auch so ein bisschen Rüstung vielleicht auch, also Equipment. Das wäre, glaube ich, ganz hilfreich. So ein Schild oder irgendwie, ja, halt eine Rüstung. Um ein bisschen... Oh, okay, die sind jetzt fusioniert hier irgendwie. Ja, wie auch immer. Also ich sehe da halt, wie gesagt, er ist auch noch nicht so richtig durch. So, wenn wir jetzt den hier so mittig legen, ja, dann bringt der, glaube ich, am meisten. Okay, also irgendwie müssen wir noch... Warte mal, das Ding können wir auch hier anpacken so. Wir müssen schauen, dass wir am meisten... am meisten irgendwie Sterne auf das Item bekommen. Dann bringt das halt auch so am meisten, gefühlt. Ohne halt drauf zu achten, dass wir jetzt hier so viel durcheinander bringen vielleicht. Ja, das ist nämlich gar nicht so einfach. Ja, was haben wir hier? Reduce Damage taken by 25. Okay, das können wir erstmal mitnehmen. Ich weiß nicht, ob wir das Ding noch brauchen hier. Erstmal. Weil das bringt uns so viele Steine. Aber die ganzen Steine, die, ja, können wir gar nicht. Wir haben gar nicht so viele Waffen, dass wir die darauf setzen können. Okay, hier können wir das noch auf das Equipment packen. Was haben wir hier noch? Lifesteal. Oh.
Den können wir auch mal mitnehmen. Aber gut, wir haben ja gar nicht mehr Sachen hier, ne? Was wir noch reinsetzen können. Wir haben ja noch so ein Slot haben wir noch frei hier. Ja, wir machen erstmal das nächste Level. Ich bin nicht so zufrieden mit dem Bild jetzt momentan. Ich habe das Gefühl, wir kriegen jetzt aufs Maul. Aber mal schauen, wie der Kampf so verläuft. Ja, hat er irgendwas dabei, was uns auf lange Sicht hier schaden könnte? Ja, der hat viel Lifesteal, glaube ich. Oder viel Sustain auf jeden Fall. Der heilt sich sehr gut gegen. Mal schauen. Aber wir sind jetzt auch nicht so schlecht dabei. Oh, jetzt kommt der Damage durch. Oh, das wird ein ganz knappes Ding. Ah, schade. Da haben wir den zweiten Loose. Wir brauchen auf jeden Fall Inventarplatz. Okay, hier haben wir eine Gift Potion. Die können wir mitnehmen. Ja, das können wir uns momentan noch nicht so leisten. Das können wir auf den Dagger gleich machen. Das müssen wir machen, weil der wird dann halt zum Gift-Dagger und das ist auf jeden Fall eine echt coole Sache. So, hier haben wir noch so einen Mana-Orb. Die sind auch immer nicht verkehrt, so die Dinger. Wo packen wir den hin? Hier bringt der im Moment am meisten gerade. So, also die Gift Potion, die, ja, wird nächste Runde dann halt auf den Dagger dann landen. Die muss halt aber eine Runde lang da drinnen bleiben, so. Packen wir es so hin vielleicht? Ja, so ist vielleicht am besten. Okay. Und den Mana-Orb können wir tatsächlich auch noch kaufen. Packen wir den mal dahin. Ja, und dann hoffen wir mal, wir brauchen auf jeden Fall sehr viel Platz jetzt, die nächsten Runden. Hoffen wir mal, dass das wirkt irgendwie. Mal gucken, wie es aussieht. Okay, der hat sehr viel Rüstung. Sehr viel Rüstung. Ja, ich glaube, der gibt uns auch aufs Maul. Ja, der stackt so hart Rüstung. Alter, krass. Der hat zwar nicht viel Stamina, aber der kommt übers Late Game. Alter, ja, der macht uns auch richtig fertig. Ja, wir sind auch out of Stamina. Ja, das wird leider nix. Schade, schade, schade. Obwohl, wir haben ihn nochmal gut runtergekriegt. Aber hat leider nicht gereicht. So, das sollte jetzt damit... Genau, so, jetzt ist es halt dieser Gift-Dagger. Das ist ganz cool. Okay, was haben wir hier? Vampirism. Auf jeden Fall brauchen wir erstmal noch ein bisschen Platz. So, das ist ganz klar. Dann haben wir hier noch einen zweiten Dagger. Was haben wir hier? Heals one's health per stack when hitting. Ja, kaufen wir. Scheiß drauf. Womit können wir den jetzt hier... Ja. Das ist jetzt die Frage, womit synergiert er hier am besten, ne? Das ist jetzt so die Frage. So, ja, viel mehr Gold haben wir jetzt auch gar nicht mehr. Da können wir das Item hier noch reintun, so. Ja, aber was ich halt brauche, ist auf jeden Fall irgendwie ein bisschen Rüstung oder so. Das wäre ganz nice zum Stacken. Da haben wir leider nichts am Start. Hier sowas hier, die gain halt übelst viel Armor, das ist krass. Also die haben übelst viel Armor und er hat auch richtig viele Waffen, also das ist schon heftig. Wir haben halt mehr so die Lebensregeneration. Mal gucken, ob das jetzt mehr bringt als seine Taktik. Und ja, tatsächlich schon. Hat es auf lange Sicht gesehen mehr gebracht. Sehr schön. Da haben wir noch den nächsten Pokal. Okay, hier haben wir noch eine Waffe. Aber wir haben schon eine Medium Stamina Usage. Hier hätten wir ein bisschen Rüstung. Und was haben wir hier? Items triggers 5% faster. Könnten wir vielleicht so hinmachen hier, oder? Ja. Jetzt müssen wir nur gucken. Aber das könnten wir dahin machen. Das brauchen wir nicht mehr, das können wir verkaufen. So, ich weiß nicht, was er hier noch bringt. Keine Ahnung. Ja, und den können wir hier nirgendwo mehr drauf packen, ne? Nee, leider nicht. Den könnten wir noch mitnehmen, aber wir haben leider keinen Inventarplatz. Wir brauchen Inventarplatz jetzt hier. Ja, und da haben wir auch schon ein bisschen Inventarplatz zumindest. Können wir da dran bringen, können wir aber auch so machen vielleicht. Und hier haben wir noch einen Inventarplatz mehr. Den kaufen wir auch mal. Ja, bringt ein bisschen Rüstung. Jetzt müssen wir gucken, dass wir die letzten Runden noch überleben hier. Ja, und starten mal das Battle.
leider noch nicht so die Items gefunden, die ich gerne hätte. So das Schild wäre noch ganz geil irgendwie. Aber ja, man kann nicht immer alles haben, ne? So, wir haben auch relativ wenig Stamina. Also das sieht auch gar nicht so gut aus für uns jetzt gerade. Auf lange Sicht gesehen, mal gucken, er hat hier diesen übelsten Burst, also die macht übelst viel Schaden, aber die braucht halt lange, bis die auflädt. Und damit tatsächlich Glück gehabt, dass die nicht nochmal getroffen hat, ansonsten wären wir down gewesen. Ja, jetzt haben wir die auch im Shop. Sehr schön. Ja, und jetzt müssen wir gucken, dass wir noch die letzten Sachen irgendwie noch das Beste rausbekommen hier. Nehmen wir das Item mal noch mit. Mal schauen, was haben wir hier noch. Da haben wir noch ein bisschen Glück, was wir gainen können. Okay, das können wir uns nicht mehr leisten. Können wir die Steine hier verkaufen eigentlich? Ja, die können wir verkaufen. Was bringt denn eine Ananas? Die Ananas könnte vielleicht nochmal jetzt nützlich werden. Können wir das hier... Das können wir sowieso nicht mehr irgendwo raufpacken. So, also kaufen wir einfach mal die Ananas hier. Mal gucken. Die bringt mir so die Sachen auf den Items hier. Ist die Frage, können wir das jetzt nochmal so ummodeln, dass wir hier wirklich einen guten, ja, eine gute Usage draus kriegen. Theoretisch bräuchten wir ja nicht das Schwein da unten haben. Da packen wir dann lieber so die ganzen anderen Sachen hin hier. So. Okay, da hat er noch Einfluss auf den Kristall, also ist das, glaube ich, ganz gut gewesen so. Ja, schauen wir mal, ob das was gebracht hat hier. Ja, mal gucken, ich wüsste jetzt nicht. 1, 2, 3, 4, 5 Sterne. 1, 2, 3, ja, es ist relativ gleich jetzt. Ja, gucken wir einfach mal, was passiert, ne? Mal schauen. Ich weiß auch gar nicht mehr, ich glaube, das Schwein brauchen wir jetzt auch nicht mehr, ne? Also so viel Gold brauchen wir jetzt im Prinzip auch nicht. Deswegen, das ist ja nur dafür da, dass wir Gold regenerieren. Das bräuchten wir in der Theorie nicht. Das heißt, wir könnten da eventuell noch andere Sachen hinpacken. Aber das sieht jetzt ganz gut aus, das sieht sehr gut aus. Wir haben hier richtig gute Sachen am Start hier. Und haben damit unsere Wins durch. Ja, und das wollte ich euch im Prinzip mal zeigen. So sieht das Ganze aus hier, ne? Und jetzt können wir halt auswählen zwischen Takes a Win, Ranking, Change, ja, 43 oder Start Survival Mode, 18 Runden, ja, 5 müssen wir dafür noch gewinnen, Ranking Change von 25 zu 66 und wir kriegen ein Leben mehr. Also das ist halt das Ding, entweder gewinnen wir jetzt noch weitere 5 Runden, kriegen jetzt noch ein Herz dazu und wir können quasi minimal... ja, 25 Ranking Change bekommen. Ja, das wäre, also wir können immer noch jetzt weniger bekommen, aber wir können maximal nur bis zu 66 bekommen. Und hier könnten wir jetzt Instant 43 bekommen. So, und ich bin jetzt auch nicht so zufrieden mit dem Bild, deswegen nehme ich jetzt einfach mal den safen Win mit. Und ja, wie gesagt, ich wollte euch das auch nur mal zeigen, wie das Ganze hier so aussieht in der Theorie. Und da sind wir jetzt hier quasi immer noch auf Bronze. Das ist jetzt, wie gesagt, mein zweites Spiel, was ich jetzt hier gemacht habe im Ranked. Vorher hatte ich nur ein Unranked Game. Und ja, das ist Backpack Battles. Macht auf jeden Fall sehr viel Laune, muss ich sagen. Macht auch süchtig. Es macht süchtig, noch besser in dem Game zu werden und das Game mehr zu verstehen und zu lernen und die Anordnung so zu raffen, dass das irgendwie alles Sinn ergibt. Man kann richtige Kombos da raushauen. Ich habe euch quasi noch nichts gezeigt, so, weil ich auch selbst noch ein absoluter Vollnoob bin. Aber wenn man sich damit auseinandersetzt und damit beschäftigt, dann ist das echt ein cooles Game. Und das werde ich auf jeden Fall mal ein bisschen hier und da mal zocken. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Ganze findet. Ich finde es echt cool. Und ja, das war es soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.